Die drei klassischen griechischen Säulenordnungen sind die dorische, ionische und die korinthische Säulenordnung. Heute schauen wir uns an, was die ionische Ordnung ist. Die ionische Ordnung wird oft als die weibliche Ordnung bezeichnet, da ihre Schlankheit laut Vitruv die Schlankheit des weiblichen Körpers darstellt. Ihren Namen bekommt sie vom Volk der Ionier. Diese verbreiteten sich nach dem Eindringen der Dorer vor allem in Teilen Kleinasiens, den ionisch besiedelten Inseln der Ägäis und Attika. Dort beginnt auch die Entwicklung der ionischen Säule. Meistens haben ionische Säulen eine Basis, welche auf der Stylobat steht. Der Stylobat ist der oberste Teil des Stufenunterbaus, der sogenannten Krepis, unter welcher sich die Gründung, der Stereobat, befindet. Den Abstand zwischen den Säulen nennt man Intercolumnium. Die Basis setzt sich laut Vitruv aus Plinthe, unterer Hohlkehle, welche auch Trochilus genannt wird, Stäben, oberer Hohlkehle, Wulst und Blättchen zusammen. Es gibt jedoch mehrere verschiedene Ausführungen der Basis. Darauf steht der Säulenstamm, welcher mit meist 24 Kanneluren verfeinert ist. Zu Beginn der Entwicklung der ionischen Säulen waren es bis zu 48 Kanneluren. Nach einiger Zeit wurden jedoch die 24 zur Standardzahl. Im Gegensatz zu der dorischen Ordnung werden bei der ionischen Ordnung die Kanneluren mittels schmaler Stege getrennt. Die Säule an sich besteht aus dem Schaft, welcher monolithisch oder in Trommeln unterteilt sein kann, sowie abschließend aus dem Kapitell. Darauf befindet sich das Gebälk und der Giebel. Das Kapitell bildet den oberen Abschluss der Säule. Es besteht aus Blättchen, Perlstab, Echinus mit Eierstab, Voluten, Kehle der Volute und Abacus. Das Gebälk über dem Kapitell wird grundsätzlich in zwei verschiedenen Arten ausgeführt. Die attisch-ionische Variante oder die kleinasiatisch-ionische Variante. Beide besitzen Architrav und Gesims. Der Architrav wird unterteilt in einzelne Faszien. Das Gesims besteht hauptsächlich aus dem Geison. Der Unterschied der beiden Arten liegt jedoch dazwischen. Bei der attisch-ionischen Variante befindet sich hier ein ionischer Fries, bei der kleinasiatischen Variante hingegen eine einfache Konstruktion aus Perl- und Eierstab sowie einem sogenannten Zahnschnitt. Es gibt auch vereinzelt Tempel, bei denen beide Arten vermischt wurden. Wie bei der dorischen Ordnung gibt es bei der ionischen Ordnung oft ein weiteres schräges Geison, welches sich über dem Tympanon im Giebel befindet. Den Abschluss des Giebels bildet erneut die Sima. An den Ecken ionischer Tempel findet man ebenfalls teilweise Akrota. Laut Palladio wurden die Säulen in der Renaissance auch oft auf Postamente gestellt, was jedoch ursprünglich in der Antike nicht geschah. Bei der dorischen Säulenordnung gibt es im Fries ein Eckproblem. Bei der ionischen Ordnung gibt es ebenfalls ein Eckproblem, jedoch im Kapitell. Dieses ist nämlich nur frontal richtig zu sehen und nicht wie das dorische Kapitell von allen Seiten gleich. Die Lösung dieses Problems wird oft darin gefunden, dass die Volute am Eck um 45 Grad gedreht wird, sodass die Säule von beiden Eckseiten gleich aussieht. Später wurden ionische Säulen generell so ausgebildet, dass alle 4 Voluten aller Säulen um 45 Grad nach außen gedreht wurden, wodurch der ionische Eckkonflikt irrelevant wurde. Falls ihr mehr über die ionische Säulenordnung erfahren wollt, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt eure Fragen in die Kommentare. Gerne könnt ihr diesen Kanal auch kostenfrei abonnieren und die Glocke aktivieren, sodass ihr nichts mehr verpasst.